Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 7 2024. Das hier, das ist meine 10. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 7 1994. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Ich hab's groß angekündigt, Wing Commander 3 auf dem Cover und ganz ehrlich, das ist die größte Verlade der letzten 30 Jahre. Ach du Schande, und ich hab's nicht mal gemerkt. Dann kommen wir gleich dazu. Was haben wir denn hier? Wir haben Komplettlösungen für Battle 2 und Mortal Kombat, da müssen wir unbedingt drauf gucken. Dann gibt es den großen Test von FIFA Soccer, Spiel des Monats. Zum ersten Mal FIFA International Soccer von EA Games, Empire Soccer als Konkurrent und auf der Coverdisc gleich 2 Hochkaräter, eine Demo von Tubular Worlds und eine Demo von Empire Soccer. Also einiges geboten. Schauen wir mal rein. Und da sind sie auch schon, die beiden Demos von Tubular Worlds, unglaublicher Begriff, und Empire Soccer, unglaublich, oder? Zwei Demos auf einer Diskette, die 1,44 MB groß ist. Was waren das für Spiele damals? Unfassbar. Bild und Sound und Steuerung und alles, und das auf einer Diskette. Wow, unfassbar nach heutigen Maßstäben. Und da ist er auch schon, der Vorbericht zu Wing Commander, aber es ist eben eine Coverente. Ich bin drauf reingefallen, ich habe es nicht gemerkt beim Blick, erst als ich aufgeblättert habe und dachte so, what? Von wegen Wing Commander 3, Wing Commander Armada, und da steht auch noch Wing Commander 3 Armada. Entschuldigt bitte, liebe PC Games, aber das hat mit Wing Commander 3 ja nun mal überhaupt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Was war Wing Commander Armada? Eine Tech-Demo, um die Engine zu präsentieren, eine Demo, um die Netzwerklauffähigkeit zu präsentieren. Man konnte nämlich über Multiplayer zocken, aber mit Wing Commander 3, Heart of the Tiger, was just in diesem Moment zu dieser Zeit produziert und gedreht wurde, hatte das natürlich spielerisch überhaupt nicht viel zu tun. Es gab keinen richtigen Singleplayer-Modus, es gab eigentlich gar nicht viel spielerisch Reizvolles. Es war eben vor allem eine Tech-Demo. Wir müssen also leider noch einmal warten, bis endlich ein Bericht über das echte Wing Commander 3 mit Mark Hamill kommt. Es bleibt aber keine Zeit zu trauern, denn die Ausgabe ist pickepacke voll mit genialen Vorschauberichten. Hier zum Beispiel über System Shock. System Shock wird kommen, und hier schon die ersten Bilder und die ersten Details über diesen Action-Sci-Fi-Rollenspiel-Klassiker. Oh, System Shock war richtig grandios, war technisch absolut großartig, war spielerisch absolut großartig, und hier hat man endlich erste Details erfahren. Und nach System Shock geht es weiter zum Vorbericht über Creature Shock. Wir sind in der Schockwelle sozusagen der damaligen Zeit. Ja, Creature Shock, an das erinnere ich mich auch noch sehr gut. Unter anderem an den Soundtrack, an das Intro, diese vorgerenderten Grafiken, an das Gameplay, das tatsächlich eigentlich mehr so, ja, ablaufender Film, bei dem ich ab und zu auf eine richtige Stelle klicken muss oder mich verteidigen muss zum richtigen Moment. Es war spielerisch eher interaktiver Spielfilm denn Spiel. Aber ich erinnere mich wirklich noch gut daran. Und wenn da der Testbericht kommt, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil das ist mir definitiv gut in Erinnerung geblieben. Und auch daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. BioForge, hier ist der Vorbericht für BioForge. Origin Systems in dieser Zeit sehr umtriebig mit etlichen Spielen, reihenweise. Also man muss echt sagen, die waren wirklich fleißig und die hatten ein paar richtig technisch hochwertige Spiele im Programm. Für mich waren die Origin-Spiele damals eher schwierig, weil mein Rechner es einfach nicht mitgemacht hat. Aber ja, wenn man den Rechner hatte, um spielen zu können, dann war BioForge mit Sicherheit eines der Spiele, die einen Blick wert waren. Und es ist so putzig, wenn man sich das hier anschaut. Spiel des Monats FIFA International Soccer, damals noch in der Isometrie-Grafik, ja. Und diese Grafik war damals nicht veraltet, nein, die war topmodern. Man ist nämlich zum ersten Mal von der Top-Down-Perspektive wieder weggegangen zu dieser Isometrie-Ansicht, die eine super geniale Übersicht über das Spielgeschehen bot. Und die PC Games war voll des Lobes für dieses Spiel, das wirklich richtig grandios umgesetzt war. Es war grafisch toll, es war soundtechnisch toll. Und es war auch spielerisch toll. Jeder Aspekt eines richtigen
Fußballspiels war akkurat umgesetzt, vom Münzwurf am Anfang bis hin zur Taktikauswahl. Hier unten eine Infobox über die anderen Spiele, die jetzt einfach alle nicht mehr so richtig mithalten konnten, als FIFA kam. Also das war schon richtig gut. Für mich, muss ich sagen, ging die Reise mit FIFA International Soccer erst mit der nächsten Ausgabe weiter im Jahre 1995. Und ich meine, da ging es dann auch los mit der Sprachausgabe durch Wolf-Dieter Poschmann. Korrigiert mich, wenn ich mich da irre. Also auch das werden wir irgendwann noch bekommen. Aber das war auf jeden Fall ein richtig gutes Fußballspiel und man konnte damit stundenlang richtig viel klassischen Spaß haben. Und da ist ja der Testbericht zu Tubular Worlds, ein unaussprechlicher Spieltitel, aber ein richtig witziges Spiel, ein Arcade-Side-Scroll-Shooter und die Demo war eben hier mit auf der Coverdisk drauf. Also ein klassisches Spiel im Stile von Katakis oder die alten Arcade-Side-Scroll-Shooter, die man eben auf den Automaten kannte. Sowas war tatsächlich auf dem PC eher Mangelware und man hat sich eigentlich gefreut, wenn man solche klassischen Dinge, die man in den Spielhallen gesehen hat, auch mal auf dem PC spielen konnte. Und Empire Soccer, bei denen hat es dann nur noch für den zweiten Platz gereicht. Ja, gegen FIFA International Soccer konnte dieses Spiel nicht mehr wirklich bestehen. Es war vom Umfang, vom Sound, von der Grafik einfach da nicht mehr ganz auf der gleichen Höhe. Wobei die PC Games sagte, ja, hat seine Berechtigung, ist vor allem zu zweit immer noch ein sehr spaßiges Spiel und vom Grundprinzip her einfach ein bisschen anders angelegt. Also für eine kleine Kickerei zwischendurch durchaus noch zu gebrauchen. Aber ja, FIFA International Soccer hatte die Messlatte einfach definitiv ein ganzes Stück höher gelegt. Wir werfen wieder einen Blick auf die Leserbriefe, da wo Rainer Rossiat, unser Rossi, sein Unwesen trieb über lange Jahre. Und hier ein ganz witziges Beispiel der damaligen Zeit, bevor es Internet gab. Tja, wenn man eine Information haben wollte, dann blieb einem tatsächlich meistens nur ein analoger Weg. Nämlich hier der Leserbrief: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben berichtet über das Virtuality Café in Berlin und der Leser wollte einfach wissen, wo ist denn das Ding? Und hier steht dann die Adresse. Also nix mit hier Google und dann Virtuality Café eingeben oder am besten Google Maps. Nein, hier Leserbrief schreiben und dann hoffen, dass er auch abgedruckt wird. Und jeder, der die PC Games gelesen hat, kennt natürlich die Rainer Rossiat-Ecke mit den Leserbriefen. Und das Faszinierende an ihm fand ich immer, dass er dem Schreiber immer genauso entgegengetreten ist, wie er den Leserbrief auch bekommen hat. Und hier, das ist ein Briefwechsel, da geht der Brief und die Antwort gehen über eine komplette Doppelseite. Es geht um Doom, es geht darum, dass ein Leserbriefschreiber sich überhaupt nicht damit einverstanden sieht, was in einer letzten Ausgabe einem Leserbriefschreiber geantwortet wurde, der sich missfällig über Doom geäußert hat. Es ist die alte Diskussion über Gewalt, es ist die Diskussion über Meinungsmache, dass natürlich die PC Games als verantwortungsvolle Zeitschrift durchaus eine meinungsbeeinflussende Funktion hat und er das durchaus kritisch sieht. Und Rainer Rossiat antwortet ihm in genauso sachlicher, aber sehr bestimmter Manier. Ich kann euch das Ding nicht vorlesen, das ist ewig lang und es sind vor allem wahnsinnig lange Sätze. Damit möchte ich mich nun wirklich nicht aufhalten und diese Diskussion über Gewalt in PC-Spielen oder auch nicht oder Beeinflussung von Medien, die ist ja nun wirklich so alt wie das Medium selbst. Aber dieser Leserbrief hier ist ganz amüsant. Hier geht es nämlich unterm Thema Nachschlag nochmal um den Copy King, der in der letzten Ausgabe gesagt hat, was er denn alles an Ausrüstung hat, um PC-Spiele zu kopieren und. Und es ist so eine richtig herrliche Rainer Rossiat-Antwort. Und die kann ich euch nicht vorenthalten. Rainer schreibt hier nämlich: Ich bin mir sicher, dass unser Copy King nicht aus Geldmangel kopiert, sondern aus einer merkwürdig verdrehten Geltungssucht heraus. Hier wäre die Meinung eines Psychoklempners wirklich sehr aufschlussreich. Die Grundbegriffe der freien Marktwirtschaft hat er jedenfalls nur ansatzweise verstanden. Aber eigentlich gehen mir derartige Zeitgenossen links am Ärmel vorbei, mich auch noch darüber aufzuregen. Dazu sind mir meine Nerven nun wirklich zu schade. Leider klappte es bei der Charakteramöbe Willi nicht so ganz. Hier begann selbst ich, sonst eigentlich ein eher ruhiger Typ, wer lacht da? Etwas zu jähen und zu zornen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein moralisches Erdferkel wie Willi Freunde hat. Er wird wohl Bekannte gemeint haben, wobei ihm der Unterschied im Nebel der Unkenntnis verloren geht.
Allerdings muss ich schon zugeben, dass es mich tierisch gereizt hat, Willis vollständige Adresse, Stand unter dem Wisch, mit abzudrucken. Nur mit Mühe, guten Worten und einigen Drohungen konnte mich Thomas davon abhalten. Das ist Rainer Rossiert, wie er leibte und lebt und ja, wie wir ihn alle für diese Leserbriefe einfach immer geliebt haben. Und lieber Rainer, wenn du das hier siehst, es sind ganz viele Leute da draußen, die genauso wie ich immer noch ganz, ganz total gerne an diese Leserbriefe zurückdenken. Schöne Grüße von uns. In der Tipps- und Tricks-Sektion sind diesmal Tipps für Mortal Kombat abgedruckt. Und was heißt das? Ja, natürlich, es sind die Moves, ne? Was muss man drücken, um die einzelnen Moves der Charaktere auszuführen, die Finishing Moves und die Special Moves und hier Höllenfeuer, ne? Stelle dich nach hinten und drücke Block, dann zweimal hoch. Scorpion zieht die Maske aus und schreitet fort, den Gegner zu Tode zu braten. Ach du lieber Himmel, wie brutal! Und es gibt Tipps für Battle-All 2. Hier sind die ganzen Karten abgedruckt und wie man strategisch vorgehen sollte, um die Level zu gewinnen. Ja, so war das, ne? Hier nix Internet, nix YouTube, nein, PC-Games kaufen und dann lesen und dann probieren oder man hat's eben selber rausbekommen. Und apropos rausbekommen, das hier, das ist so eine ganz typische Codes-Seite von damals. Da stehen sie die Codes für die einzelnen Spiele. Was muss ich machen, um dies und das zu erreichen? Und diese Dinger, die waren vor 30 Jahren wirklich Gold wert. Entweder man hatte ein Heft, wo sowas drin stand, oder man hatte einen Freund, der ein Heft hatte, wo sowas drin stand. Ein richtig toller Spieletest ist hier DSA 2 Sternenschweif. Oh, an das erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut. Das gab es auch irgendwann später mal auf der sogenannten Gold Games als günstige Variante. Also ja, man musste nicht den Vollpreis bezahlen, sondern es war sozusagen ein Sale, ein Steam Holiday Sale. Nein, Gold Games ist euch sicher ein Begriff. Ja. Sternenschweif, ein richtig gutes Rollenspiel und bei der CD-ROM-Version hatte es sogar die Besonderheit, dass die Musik von der CD lief und ja, das war richtig klasse. Es hatte eine tolle Charaktergenerierung, es hatte eine richtig gute Grafik und wenn man DSA-Spieler war, dann lag natürlich auch das DSA-Regelwerk zugrunde und das machte dann absolut besonders viel Spaß. Ja, und für Rollenspielfans war es wirklich ein Mecker. Es gab eine richtig gute Tagebuchfunktion, es gab Automapping, es gab eigentlich alles, was ein Rollenspielherz begehrt. Also, das war definitiv einer der richtig guten Vertreter seiner Zeit. Das hier habe ich selber tatsächlich nie gespielt, aber es ist mir ein Begriff, weil es tatsächlich für den 3DO angekündigt wurde und der 3DO, wissen wir alle, hat sich nicht sonderlich gut verkauft, also hat Crystal Dynamics angefangen, seine Spiele auch für den PC rauszubringen. Und das Witzige ist, hier unten guckt mal diese Bilder von den Videosequenzen, das sieht tatsächlich unfreiwillig komisch aus. Es war mit Sicherheit witzig, es war vielleicht ein bisschen schrullig und so die grafische Aufmachung erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an die Anfänge von Warcraft, oder? Findet ihr nicht? So ein bisschen, so ein kleines bisschen? Und es muss auch wirklich ein gutes Spiel gewesen sein. Es hat immerhin 4 Seiten Testbericht abgesahnt, eine richtig gute Wertung. Aber es ist mir, wie gesagt, überhaupt kein Begriff, habe ich nie gezockt. Ja, vielleicht hat jemand von euch dieses Mal gezockt, The Horde, und hat eine nette Erinnerung daran. Hier war der Testbericht drin. Und manche Sachen, die vergisst man wohl ganz schnell am besten wieder. Dragon Slayer für CD-ROM und Dragon Slayer, oh mein Gott, ich glaube, das gab's ja wirklich für jede Plattform mal irgendwie in irgendeiner Umsetzung. Und was war es? Es war letztlich ein ablaufender Film, bei dem man an der richtigen Stelle drücken musste. Und man sieht's auch hier am Testbericht, Spielspaß 25%. Also, ja, war nicht unbedingt die beste Empfehlung für dieses Spiel. Und ich glaube, ist ganz nett, wenn man es weiß, dass es das gab, aber ich glaube, man muss es nicht wirklich gespielt haben. Wobei spielen konnte man das ja sowieso nicht. Es war mehr so Knöpfe drücken. Wir werfen wieder einen Blick auf die aktuellen Spielecharts. SimCity ist immer noch auf Platz 1, TFX ist auch immer noch da, Sam & Max Anstoß Ultima 8 ist neu dabei auf Platz 5, Battle-All 2 ist neu dabei, Aufschwung Ost ist noch dabei, der Flight Simulator, Day of the Tentacle, IndyCar Racing, also da sind die altbekannten in anderer Reihenfolge. X-Wing ist immer noch dabei im mittlerweile 15. Monat, unfassbar, Hand of Fate, Jurassic Park, Mortal Kombat und Syndicate ebenfalls schon lange in den Charts dabei.
Bei den CD-ROM-Charts hat sich ebenfalls nicht viel verändert. Rebel Assault ist immer noch auf Platz 1 im 6. Monat. Ich habe es ja gesagt, Rebel Assault bleibt. Battle Isle 2 ist auch hier neu dazugekommen. Ultima 8 ebenfalls neu dazugekommen im 1. Monat. Und ansonsten sind es ebenfalls die etwa gleichen Vertreter wie im letzten Monat, nur eben in leicht veränderter Reihenfolge. Im CD-ROM-Teil wird auch angekündigt, welche Spiele jetzt auf CD-ROM kommen. Und guckt mal hier rechts unten. Ultima 8 Pagan kommt auf CD-ROM. Und jetzt schaut mal auf den Preis. 160 D-Mark für 160 D-Mark. Das ist inflationsbereinigt, sind es tatsächlich nahezu 160 Euro. Für eine CD-Version, die dann gerade mal ein paar zusätzliche Sprachfiles hat. Ja, das Speech Pack war dann mit drin und man konnte auch andere Sprachen auswählen, aber so insgesamt hat es das Spiel nicht wirklich großartig aufgewertet. Aber 160 Euro, Alter! Das hier ist mir aufgefallen, nicht weil ich von diesem Produkt schon mal gehört hätte, sondern guckt euch mal dieses Bild an, diesen Prügel an Steckkarte. Also da kommen wir heute natürlich in diese Längenbereiche höchstens mit einer RTX, wobei heute sind die Karten ein bisschen höher geworden. Also passive Kühlung wäre heute natürlich nicht mehr möglich, aber meine Güte, da war noch wirklich so ein bisschen Competition zwischen den Herstellern, Grafikkarten, Soundkarten. Es gab deutlich mehr Hersteller am Markt und deutlich mehr Auswahl, unter der man sich entscheiden musste und nicht alle hatten es wirklich drauf. Und beim Thema Hardware kommen wir natürlich auch hieran nicht vorbei. Guck mal, ein Quad-Speed-Laufwerk, ein CD-ROM mit Quad-Speed-Geschwindigkeit. Oh Gott, ich hatte mir gerade erst ein Mitsumi Double Speed gekauft und schon war es wieder out of date und das Quad-Speed war als nächste Laufwerksgeneration in den Startlöchern. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's nächsten Monat weiter? Mit Bundesliga-Manager Hattrick, der große Testbericht zum legendären Bundesliga-Management-Spiel. Es geht um Caribbean Disaster und um das Spiel Chartbreaker. Das ist schon die nächste Ausgabe und wenn man das Ding hier ausklappt, dann sieht man auch, worum geht's. Ja, Wing Commander 3 kommt. Nein, schon wieder. Ich hoffe, es ist diesmal das Richtige. Ja, hier kommt er, der richtige Vorbericht zu Wing Commander 3. Luke Skywalker im Interview, Mark Hamill natürlich, bei den Dreharbeiten. Es geht um den Bundesliga-Manager Hattrick, um Virtual Reality, Top oder Flop. Tja, vor 30 Jahren war das auch schon Diskussionsthema. Es geht um Boom, 3 neue Level für den 3D-Klassiker. Der Clou wird auf der Coverdisk sein. Und ja, ein großer Tipps- und Tricks-Teil mit Ultima 8 und SimCity 2000. Also, es ist wieder einiges geboten in dieser Ausgabe. Es kommt vor allem eben wirklich der Wing Commander 3 Vorbericht. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder mit mir in dieses alte Heft reinguckt und wieder auf diese Zeitreise mit mir geht. Tja, bis dahin. Habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht mit dieser Ausgabe wieder.